Am Nachmittag des 30. Dezember 2009 wartet die CIA in ihrer Basis im Osten Afghanistans auf einen ihrer wichtigsten Besucher seit Jahren. Der Mann, den sie mit Spannung erwarten, heißt Humam Khalil al-Balawi. Mit seiner Ankunft erhofft die CIA sich einen triumphalen Durchbruch. Er könnte die Quelle sein, die den Geheimdiensten endlich das liefern könnte, worauf sie seit Jahren hoffen. Belastbare Informationen über das innere Netzwerk von Al-Qaida. Über Aufenthaltsorte, Kommunikationswege, über Menschen, die man bislang nur aus verschwommenen Satellitenbildern kennt. Die CIA glaubt, dieser Mann könnte ihnen diese wichtigen Informationen liefern. Mehr noch, sie glaubt, er hätte für sie bis in die höchsten Führungszirkel der Al-Qaida spioniert. Al-Balawi fährt gemeinsam mit seinem Fahrer direkt durch die Tore der CIA-Basis bei Khost. Keine gründliche Durchsuchung, kein Sicherheitsabstand. Er wird ungehindert bis vor das Gebäude gefahren, in dem viele hochrangige CIA-Offiziere bereits auf ihn warten. Was sie nicht wissen, dieser Mann ist nicht gekommen, um Informationen zu liefern. Er ist gekommen, um zu töten. Als Balawi aus dem Auto steigt und von seinen Kontaktpersonen begrüßt wird, detoniert nur wenige Augenblicke später der Sprengstoffgürtel unter seiner Kleidung. Die Explosion zerreißt den Innenhof der Basis. 7 CIA-Mitarbeiter, ein jordanischer Verbindungsoffizier und ein afghanischer Mitarbeiter sterben. Es ist der tödlichste Angriff auf die CIA seit Jahrzehnten. Ein Schock, der bis ins CIA-Hauptquartier nach Langley reicht. Und ein Ereignis, das schon kurz darauf als einer der schwersten Fehler in der Geschichte des amerikanischen Geheimdienstes gilt. Denn dieser Anschlag wirft Fragen auf, die bis heute nachhallen. Wer war Humam Khalil al-Balawi wirklich? Warum vertraute man ihm so sehr? Und wie konnte ein überzeugter Dschihadist mit engen Verbindung zu Al-Qaida völlig unbehelligt durch die Sicherheitszonen einer CIA-Basis fahren? Um zu verstehen, wie es zu diesem Anschlag kommen konnte, müssen wir zuerst verstehen, wer Humam Khalil al-Balawi war und wer er nach außen zu sein schien. Humam Khalil al-Balawi wird im Dezember 1977 in Kuwait geboren. Seine Familie gehört zur bürgerlichen Mittelschicht. Er wächst mit vielen Geschwistern auf. Insgesamt sind sie 9 Kinder. Seine Wurzeln liegen in Palästina, genauer in der Region um Beersheba. Doch diese Herkunft spielt in seiner frühen Kindheit kaum eine Rolle. Kuwait ist sein Zuhause, bis 1990. Dann marschiert der Irak in Kuwait ein und das Leben der Familie bricht abrupt auseinander. Wie Hunderttausende andere müssen sie fliehen. Die Familie landet schließlich in Zaka, einer Industriestadt in Jordanien, geprägt von Arbeitslosigkeit, Flüchtlingsvierteln und politischer Spannung. Al-Balawi fällt früh auf. Lehrer beschreiben ihn als hochintelligent, ehrgeizig, diszipliniert. Besonders die Naturwissenschaften faszinieren ihn. Seine schulischen Leistungen sind so gut, dass er ein Stipendium erhält. Für ein Medizinstudium in der Türkei. Für einen jungen Mann aus einer jordanischen Mittelklassefamilie ist das ein enormer sozialer Aufstieg. In Istanbul studiert al-Balawi 6 Jahre lang Medizin. Nach außen führt er ein klassisches Leben eines ambitionierten Studenten. Prüfungen, Klinikpraktika, Zukunftspläne. Er lernt seine spätere Frau kennen, eine türkische Journalistin und Übersetzerin, und gründet eine Familie. Doch in dieser Zeit beginnt sich eine zweite Ebene seines Lebens zu entwickeln. Während des Studiums äußert al-Balawi zunehmend radikale politische und religiöse Ansichten. Der türkische Geheimdienst stuft ihn später als jemand mit Verbindung zur Great Eastern Islamic Raiders Front ein, einer militanten islamistischen Gruppe. Ob diese Einschätzung jemals vollständig an andere Dienste weitergegeben wird, bleibt unklar. Parallel dazu verbringt al-Balawi immer mehr Zeit online. In einer Zeit, in der soziale Medien noch kaum existieren, wird das Internet für ihn ein ideologischer Raum. Er schreibt unter dem Pseudonym Abu Dujana al-Khorasani in extremistischen Foren. Besonders auf Al-Hesba, eine Art frühem Diskussionsforum für Dschihadisten. Was er dort veröffentlicht, sind keine impulsiven Parolen. Es sind lange, strukturierte Texte, Analysen, strategische Überlegungen. Texte, die religiöse Argumente mit politischer Wut verbinden. Al-Balawi lobt Osama bin Laden und Ayman al-Zawahiri, schreibt, ihre Worte würden die muslimische Gemeinschaft erwecken. Er erklärt die USA zum Feind des Islam. Gewalt wird von ihm nicht nur legitimiert, sondern als moralische Pflicht dargestellt. Das Martyrium, der Tod im Kampf, erscheint in seinen Texten als höchste Form der Hingabe.
Diese Texte bleiben nicht unbeachtet. Sie werden von Al-Qaida-Anhängern gelesen, aber auch von westlichen und arabischen Geheimdiensten. Sowohl die CIA als auch der jordanische Geheimdienst beobachten seine Online-Aktivitäten. 2002 kehrt al-Balawi nach Jordanien zurück. Er arbeitet als Arzt, unter anderem in öffentlichen Krankenhäusern und in armen Vierteln Ammans. Kollegen beschreiben ihn als engagiert, ruhig, hilfsbereit. Nachbarn sehen einen liebevollen Familienvater, der sich um seine 2 Töchter kümmert. Doch online radikalisiert er sich weiter. Ende 2008 wird seine Identität als Abu Dujana al-Khorasani von den jordanischen Behörden enttarnt. Im Januar 2009 wird al-Balawi schließlich vom jordanischen Geheimdienst festgenommen, unter dem Vorwurf, extremistische Inhalte zu verbreiten und Verbindung zu Al-Qaida zu unterhalten. Er wird in einer gesicherten Einrichtung verhört. Der Fall gilt als ernst. Hochrangige Offiziere befassen sich mit ihm. Und hier beginnt die entscheidende Wendung dieser Geschichte. Denn nur wenige Monate später wird aus diesen verhafteten Extremisten etwas völlig anderes. Eine Quelle. Ein angeblicher Informant. Ein Mann, dem Geheimdienste beginnen zu vertrauen. Als Humam Khalil al-Balawi im Januar 2009 in Jordanien festgenommen wird, erwarten die Ermittler Widerstand, Abwehr, Schweigen. Doch genau das passiert nicht. Al-Balawi wirkt kooperativ, ruhig, fast erleichtert. Er gibt sich reumütig, erklärt, er sei durch Online-Foren schrittweise in radikale Kreise geraten. Er habe Fehler gemacht und er wolle sie wieder gut machen. Für den jordanischen Geheimdienst ist das der erste Wendepunkt. Denn al-Balawi bietet mehr als nur Geständnisse. Er nennt Namen, beschreibt Strukturen, erklärt, wie dschihadistische Online-Netzwerke funktionieren, wie Vertrauen aufgebaut wird, wie Kontakte entstehen. Dinge, die nur jemand wissen kann, der wirklich tief drin war. Doch was die jordanischen Ermittler und später auch die CIA besonders aufhorchen lässt, ist etwas anderes. Al-Balawi behauptet, direkten Zugang zur Führung von Al-Qaida zu haben. Mehr noch, er sagt, er stehe in Kontakt mit Ayman al-Zawahiri, dem damaligen Stellvertreter Osama bin Ladens und einem der meistgesuchten Männer der Welt. Und dann setzt er noch einen drauf. Al-Balawi erklärt, er sei Zawahiris persönlicher Arzt. Zunächst klingt das absurd, doch dann liefert er Details. Medizinische Informationen über Zawahiris Gesundheitszustand. Präzise, fachlich korrekt und vor allem deckungsgleich mit den Erkenntnissen, die auch die CIA über Jahre mühsam gesammelt hatte. Für die Geheimdienste ist das ein Schlüsselmoment. So etwas kann man nicht googeln. Das muss aus direktem Kontakt stammen. Nach nur wenigen Tagen in Gewahrsam darf al-Balawi nach Hause zurückkehren. Nicht als freier Mann, sondern als Hoffnungsträger. Der Plan ist ehrgeizig. Der jordanische Geheimdienst will al-Balawi zum Doppelagenten machen. Seine Online-Identität soll nicht zerstört, sondern genutzt werden. Sein Führungsoffizier wird Captain Ali bin Said, ein erfahrener Offizier des jordanischen Geheimdienstes mit engen Verbindungen zur CIA. Auch in Washington wächst das Interesse. Die Spur zu Bin Laden und Zawahiri ist seit Jahren kalt. Drohnenangriffe töten zwar vereinzelte Kämpfer, aber kaum Führungspersonal. Die CIA braucht dringend jemanden im Inneren. Und al-Balawi bietet genau das an. Er schlägt vor, selbst in die pakistanischen Stammesgebiete zu reisen. Nach Nordwaziristan, eines der gefährlichsten Gebiete der Welt. Dort, wo sich Al-Qaida und die Taliban zurückgezogen haben. Wo westliche Agenten sofort auffallen würden. Wo kein US-Soldat unbemerkt operieren kann. Die CIA stimmt zu. Al-Balawi erhält Geld, Papiere, Unterstützung. Er verschwindet über die Grenze nach Pakistan. Und dann Funkstille. Wochen vergehen, dann Monate. Für Geheimdienste ist das normalerweise ein Alarmsignal. Ein Agent, der sich nicht meldet, ist tot, übergelaufen oder nie echt gewesen. Doch die CIA hat kaum Alternativen. Und dann, plötzlich, kommt ein Lebenszeichen. Ein Video. Al-Balawi ist zu sehen. Und neben ihm sitzt tatsächlich Ayman al-Zawahiri. Lebendig, real, zum Greifen nah. Dieses Video wird nie veröffentlicht. Aber es wirkt wie ein elektrischer Schlag. Wenn al-Balawi so nah an Zawahiri herankommt, dann ist er wertvoller als jede Quelle zuvor. Ab diesem Punkt intensiviert sich der Kontakt. Al-Balawi kommuniziert regelmäßig mit seinem jordanischen Führungsoffizier. Über sogenannte Dead-Drop-E-Mails. Keine gesendeten Nachrichten, sondern Entwürfe in einem gemeinsamen Postfach. Eine klassische Methode aus der Welt der Spionage.
Er liefert Berichte, beschreibt die Folgen von Drohnenangriffen, wer getroffen wurde, wer überlebt hat, wie Al-Qaida reagiert. Informationen, die die CIA nutzen kann, um ihre eigenen Einschätzungen zu überprüfen. Al-Balawi weigert sich allerdings, selbst Ziele für Angriffe zu benennen. Er will kein direkter Mittäter sein. Stattdessen präsentiert er sich als Beobachter, als Arzt, als jemand, der im Inneren akzeptiert ist, aber nicht auffallen darf. Das macht ihn glaubwürdiger. Ende 2009 aber wollen die CIA und der jordanische Geheimdienst Al-Balawi endlich persönlich treffen. Sie wollen seine Berichte überprüfen, Details klären, die nächste Phase planen. Vielleicht zum ersten Mal seit Jahren wirklich nah an die Führung von Al-Qaida herankommen. Zunächst schlägt Al-Balawi Pakistan als Treffpunkt vor. Ein Ort, an dem er sich sicher fühlt. Ein Ort, an dem er die Kontrolle behält. Doch für die CIA kommt das nicht in Frage. Ein Treffen auf pakistanischem Boden wäre politisch hochriskant und logistisch kaum abzusichern. Zu sensibel ist die Lage, zu angespannt das Verhältnis zur Regierung in Islamabad. Nach zähen Gesprächen einigt man sich auf einen Kompromiss. Ein Treffen auf einer abgelegenen, stark gesicherten CIA-Basis in Afghanistan, direkt hinter der Grenze. Die vorgeschobene Operationsbasis Chapman bei Khost. Al-Balawi stimmt zu, aber unter 2 Bedingungen. Erstens, sein jordanischer Führungsoffizier Captain Ali bin Said muss persönlich anwesend sein. Zweitens, er darf nicht durchsucht werden. Die zweite Forderung sorgt intern für Unbehagen. Doch sie wird anders gedeutet, als Angst enttarnt zu werden. Als Verhalten eines Mannes, der tief in Al-Qaida-Strukturen steckt und keine Fehler riskieren will. Die CIA vertraut auf die Sicherheit ihrer Basis, auf ihre Erfahrung und vor allem auf den Glauben, dass Humam Khalil al-Balawi ihr wertvollster Zugang zur Führung von Al-Qaida ist. Sie stimmt zu. Was sie nicht wissen: Zu diesem Zeitpunkt ist Al-Balawi längst kein Doppelagent mehr. Er ist etwas anderes geworden oder vielleicht auch schon immer gewesen. Und dieses Missverständnis wird wenige Tage später 10 Menschen das Leben kosten. Der Morgen des 30. Dezember 2009 beginnt für die CIA mit einer großen Erwartung. Heute soll es endlich passieren. Heute soll der Mann kommen, der ihnen den Weg zur Spitze von Al-Qaida öffnen könnte. Humam Khalil al-Balawi macht sich aus den Grenzregionen Pakistans auf den Weg nach Afghanistan. Er fährt nicht über Hauptstraßen. Er nimmt Umwege, kleine Pisten, abgelegene Routen. Für die CIA wirkt das logisch. So reist jemand, der tief im feindlichen Gebiet operiert. So reist jemand, der nicht auffallen, nicht von den Kontrollposten auf den Hauptstraßen erwischt werden darf. Was sie nicht erkennen: Auch diese Reise ist Teil der Täuschung. Al-Balawi muss den Eindruck aufrechterhalten, dass er sich vor Al-Qaida versteckt, nicht für sie arbeitet. An einem abgelegenen Punkt nahe der Grenze wartet ein Mann auf ihn: Sharif Aghawan. Er ist Afghane, Leiter der äußeren Sicherheit der CIA-Basis Chapman. Wo genau sich die beiden treffen, ist nie offiziell bestätigt worden. Vermutlich nahe dem Grenzübergang Ghulam Khan, einem der wenigen diskreten Übergänge zwischen Nordwaziristan und Afghanistan. Al-Balawi steigt ein und sie fahren gemeinsam Richtung Camp Chapman. Währenddessen bereitet sich die Basis auf einen außergewöhnlichen Moment vor. Camp Chapman ist kein gewöhnlicher Außenposten. Es ist eines der wichtigsten Zentren der amerikanischen Terrorismusbekämpfung. Ein Ort, an dem sonst nur wenige Eingeweihte Zugang erhalten. Für hochrangige Quellen gibt es dort ein eigenes Befragungsgebäude. Normalerweise treffen sich dort 2, maximal 3 Offiziere mit einem Informanten. An diesem Tag warten jedoch rund 16 Personen. Viele von ihnen sind eigens aus den USA eingeflogen. Darunter die Leiterin der Basis, Jennifer Lynn Matthews, eine erfahrene Offizierin, spezialisiert auf Al-Qaida. Der Einsatzoffizier Harold Bourne Jr., der Sicherheitschef Scott Michael Robertson und der Mann, den Al-Balawi selbst verlangt hat: sein jordanischer Führungsoffizier Sharif Ali bin Said. Die CIA geht ungewöhnlich weit, um Vertrauen zu zeigen. Sie bereiten sogar eine Geburtstagstorte für Al-Balawi vor. Doch die wichtigste Entscheidung fällt im Hintergrund. Camp Chapman verfügt normalerweise über 3 Sicherheitsringe. Äußere Patrouillen, Kontrollpunkte, massive Sperren. Danach befestigte Tore mit mehrfacher Überprüfung. Und schließlich gesicherte Gebäude mit weiteren Zugangskontrollen. Doch an diesem Tag werden die äußeren beiden Ringe umgangen. Als Sharif Aghawans Fahrzeug mit Al-Balawi an Bord die Basis erreicht, darf es ohne Halt durchfahren.
direkt bis vor das Befragungsgebäude. Es ist ein Vertrauensbeweis und zugleich ein fataler Fehler. Das Auto hält. Mehrere CIA-Mitarbeiter treten heraus, um al-Balawi zu begrüßen. Er steigt aus, auf der dem Gebäude abgewandten Seite. Ein Detail, das sofort Unruhe auslöst. Als er um das Fahrzeug herumgeht, ruft er laut Allahu Akbar. Die beiden Sicherheitsbeamten Dane Parisi und Jeremy Jason Wise reagieren instinktiv. Sie fordern ihn auf, die Hände zu zeigen. Doch es bleibt keine Zeit. Al-Balawi zündet den Sprengsatz, den er unter seiner Kleidung trägt. Die Explosion zerreißt den Innenhof. Metall, Beton, Körper. Innerhalb eines Augenblicks ist alles vorbei. 10 Menschen sterben. 7 CIA-Mitarbeiter, ein jordanischer Offizier, ein afghanischer Sicherheitschef. Und der Mann, der sie getäuscht hat. Es ist der tödlichste Angriff auf die CIA seit dem Anschlag auf die US Marines am Beiruter Flughafen 1983. Und einer der schwärzesten Tage in ihrer Geschichte. Was als große Hoffnung begann, endet in einer Explosion. Und die Frage, die bleibt, ist nicht nur, wie das passieren konnte, sondern warum die CIA einem Mann ein solches blindes Vertrauen schenkte, der jahrelang als radikaler Islamist tätig gewesen war. Unmittelbar nach der Explosion herrscht im Camp Chapman Chaos. Rauch, Schreie, Blut, Verwirrung. Überlebende versuchen, Verwundete aus den Trümmern zu ziehen. Mediziner, die eben noch auf ein Gespräch warteten, kämpfen nun um Leben. Hubschrauber landen. Die Basis wird abgeriegelt. Niemand kommt hinein, niemand hinaus. Sehr schnell ist klar, das war kein Unfall. Das war kein improvisierter Angriff von außen. Das war ein gezielter Anschlag, von innen. Die CIA schließt Camp Chapman vollständig und beginnt eine umfassende Untersuchung. Wer wusste was? Welche Warnzeichen wurden übersehen? Und wie konnte ein Mann mit Sprengstoff so weit in die Basis vordringen? In den ersten Stunden nach dem Anschlag ist vieles unklar. Berichte widersprechen sich. Zunächst heißt es, ein afghanischer Soldat habe sich in einem Fitnessbereich in die Luft gesprengt. Andere Meldungen sprechen von einem lokalen Informanten, von einer gestohlenen Uniform, von einem Zufallstreffer. Erst nach und nach wird deutlich, was wirklich geschehen ist. Dass der Attentäter kein Unbekannter war. Dass er kein afghanischer Soldat war. Und dass sein Zugang nicht durch Täuschung an einem Tor erfolgte, sondern durch entgegengebrachtes Vertrauen. Auch politisch ist der Schaden enorm. Jordanien und die USA zögern zunächst, Details preiszugeben. Zu heikel ist die enge Zusammenarbeit der Geheimdienste. Zu sensibel die Rolle Jordaniens im Kampf gegen islamistische Netzwerke. Vor allem, weil diese in einigen Teilen der Bevölkerung durchaus Sympathien genießen. Als schließlich bestätigt wird, dass Sharif Ali bin Said unter den Toten ist, ändert sich das Bild. Bin Said erhält ein Staatsbegräbnis in Amman. König Abdullah II. Nimmt persönlich teil. Nicht nur als Staatsoberhaupt, sondern auch als Verwandter. Die beiden waren Vettern. Dieser Moment macht die Dimension des Falls öffentlich sichtbar. Und er zwingt auch die USA, transparenter zu werden. Währenddessen feiern die Gegner. Al-Qaida und die pakistanischen Taliban erklären den Anschlag zu einem historischen Sieg. Kurz darauf veröffentlicht die pakistanische Taliban ein Video. Es zeigt Humam Khalil al-Balawi, lächelnd, ruhig, überzeugt, neben einem Taliban-Führer. Er spricht offen darüber, was er vorhatte. Dass er die CIA bewusst getäuscht habe. Dass er Vertrauen aufgebaut habe, um zuzuschlagen. Für die dschihadistische Szene ist dieses Video ein Triumph. Nicht nur wegen der Toten, sondern weil es zeigt, dass selbst die mächtigsten Geheimdienste verwundbar sind. In den folgenden Monaten zieht die CIA Konsequenzen. Interne Abläufe werden überprüft. Der Umgang mit sogenannten Walk-ins, also freiwilligen Informanten, wird verschärft. Sicherheitsprotokolle werden neu geschrieben. Doch der Schaden bleibt. Camp Chapman wird später umbenannt. Die Namen der Toten werden in Langley verewigt. Und der Fall al-Balawi wird intern zu einem Mahnmal. Ein Mahnmal dafür, wie gefährlich es ist, Hoffnung mit Gewissheit zu verwechseln. Wie dünn die Linie zwischen Durchbruch und Desaster sein kann. Und wie ein einzelner Mensch mit Geduld, Intelligenz und Überzeugung ein ganzes System täuschen kann. Humam Khalil al-Balawi hat nicht nur Menschen getötet. Er hat ein Grundprinzip der Geheimdienstarbeit erschüttert. Dass Nähe zur Wahrheit Sicherheit bedeute. In diesem Fall war diese vermeintliche Nähe tödlich.
Damit sind wir am Ende der heutigen Geschichte angekommen. Was denkt ihr über den Fall Roman Khalil al-Balawi? Über das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde und über die Fehler, die diesen Anschlag möglich gemacht haben? Schreibt mir eure Gedanken und Einschätzungen gerne in die Kommentare. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was 1983 in Beirut geschehen ist, als 241 US Marines ihr Leben verloren, dann schaut euch gerne das Video hier an. Ansonsten danke ich euch, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und bis zum nächsten Mal.